Guten Tag, ich bin der Walter Pfisterer vom Arca-Shop. Ich möchte Ihnen heute hier die High-End-Köpfe der Firma Arca Swiss vorstellen bzw. sie miteinander vergleichen. Ich werde relativ häufig am Telefon gefragt, welchen Stativkopf ich für welche Kamera empfehle. Vermutlich rührt die Fragestellung daher, weil irgendwann mal ein Stativhersteller angefangen hat, Kameragewichte für die Stative anzugeben. Für Arca Swiss ist diese Fragestellung eigentlich vernachlässigbar. Die Köpfe von Arca Swiss sind High-End-Produkte und grundsätzlich können Sie eigentlich den kleinsten Kopf und den größten Kopf für jede Kamera, so gut wie für jede Kamera nehmen. Viel, viel wichtiger ist die Frage, wofür brauchen Sie den Kopf? Also was fotografieren Sie und wie fotografieren Sie? Und daraus ergibt sich die Antwort, welchen Kopf wir Ihnen empfehlen. Wichtige Kaufentscheidung ist sehr häufig der Preis. Ich gebe Ihnen jetzt hier in dem Video keinen finalen Preis an, weil sich die Preise sowieso von Zeit zu Zeit ändern. Ich gebe Ihnen hier die Relation an. Der preiswerteste ist der D4M. Der kostet in etwa die Hälfte vom Cube. Der D4 kostet in etwa 1,5 Mal so viel wie der D4M. Der Preisunterschied zwischen den beiden Hauptkonkurrenten D4 und Cube liegt in etwa beim 1,3-fachen. Sie sehen, hier haben wir schon einen relativ geringen Unterschied zwischen den beiden Hauptkonkurrenten. Als nächstes kommen wir zum Gewicht. Der D4M ist das Leichtgewicht. Er wiegt 750 Gramm, 752. Der D4 986. Und nun der Cube. Rein optisch erscheint er immer als das Schwergewicht. Sie werden überrascht sein. 1040 Gramm. Auch hier haben wir wieder einen sehr geringen Unterschied zwischen dem D4 und dem Cube. Im Übrigen, ich war bei der Recherche kurz im Netz unterwegs. Der Hauptkonkurrent zum Cube wiegt das Dreifache des Cubes, ca. 3 Kilo, und hat dafür die Hälfte der Traglast. Nun kommen wir zum eigentlich oder wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Köpfen. Der wesentliche Unterschied besteht in den Bewegungsabläufen zwischen beiden Köpfen. Und um Ihnen den gut zu zeigen, habe ich hier eine Wasserwaage präpariert mit unserem Snap-Schriftzug. Ich spanne es zuerst mal hier in den D4 ein. Hier ist die Achse. Wir haben also einen Achsabstand in etwa Achsmitte, Objektivmitte von ca. 10 cm. Und wenn Sie jetzt die Bewegung verfolgen, dann sehen Sie, dass sogar bei einer relativ geringen Bewegung wir das Objektiv relativ stark bewegen. Ganz im Gegensatz dazu die Bewegung im Cube. Beim Cube erfolgt die Bewegung aus der Mitte des Kopfes. Und wenn Sie den Snap-Schriftzug jetzt verfolgen, dann erkennen Sie, dass der Snap-Schriftzug wesentlich weniger bewegt. Das heißt, selbst beim Einstellen haben Sie eine geringfügige Veränderung des Bildausschnittes. Das ist eine wesentliche Arbeitserleichterung. Wenn Sie mich nach meinem persönlichen Fazit fragen, wenn Sie einen kleinen und leichten und preiswerten 3-Wegeneiger suchen, nehmen Sie den D4M. Sie haben die Bewegungen haben Sie sauber voneinander getrennt und er wiegt
wirklich eben nur 800 Gramm. Darüber hinaus, er kostet die Hälfte des Cubes. Argumente, die für den D4 sprechen: Wenn Sie relativ häufig über Kopf fotografieren, dann haben Sie hier den Vorteil, dass die unten liegende Libelle Ihnen schnell ein Ergebnis anzeigt, ohne dass Sie auf die Leiter müssen. Oder wenn Sie zum Beispiel Makrofotografie machen, dann sind Sie relativ zügig schnell an der Stelle, mit der Sie dann mit der Feinjustage beginnen können. Das ist natürlich beim Cube, fangen Sie von Anfang an mit dem Feintrieb an. Ansonsten, meine persönliche Meinung ist, mir persönlich ist der Gewichtsunterschied zwischen den beiden Köpfen und der Preisunterschied zwischen den beiden Köpfen wirklich zu gering, als dass ich nicht immer für den Cube plädieren würde. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Walter Pfisterer vom Arca Shop. Und tschüss.